Wie du bereits gemerkt hast, liegt im Set auch ein Netz bei, welches in Kombination mit der Keramikschale zur Keimschale wird. Diese eignet sich zum Beispiel perfekt für die Zucht von Kresse. Als ersten Schritt nimmst du 1 bis 2 Teelöffel Kressesamen und legst sie in ein mit Wasser befülltes Glas. Die Kressesamen müssen jetzt für nur ca. 15 Minuten einweichen. In der Zwischenzeit bereitest du schon einmal die Keimschale vor. Hierfür füllst du frisches Wasser in die Keramikschüssel, das Wasser darf ruhig 1 cm hoch stehen. Anschließend legst du das Sieb in die Schale. Wenn die 15 Minuten abgelaufen sind, fischst du die eingeweichten Samen mit dem Löffel heraus und verteilst sie vorsichtig auf dem Sieb. Um die Samen hat sich jetzt eine Art Schleim gelegt. Dies ist ganz normal. Kressesamen sind schleimbildende Samen. Diese Schleimhülle speichert die Feuchtigkeit besser und unterstützt die Samen bei der Keimung. Nun hast du soweit alles vorbereitet. Das Wachstum kann nun beginnen. Stelle die Keimschale an einen hellen Ort in deiner Küche. Achte aber dabei darauf, dass keine direkte Sonnenbestrahlung stattfindet, da diese doch etwas zu intensiv für die kleinen Pflanzen ist. Tausche morgens und abends das Wasser in der Keramikschale aus und spüle das Sieb vorsichtig durch. Dadurch reinigst du die Kresse und gibst ihr genügend Feuchtigkeit. In den nächsten Tagen werden die kleinen Samen anfangen zu keimen. Es werden sich auch lange Wurzeln bilden, die nach unten wachsen und sich an dem Wasser in der Schale bedienen. Tag für Tag wird nun deine Kresse nach oben wachsen. Nach ca. 6 Tagen ist die Kresse bereit für die Ernte.